Zaubermittel CBD. Manche Hessen schwören auf die beruhigende Wirkung des grünen Mittelchens. Ich habe eine chronische Erkrankung und da hilft es sehr gut. Das ist also dann so ein kleines Fläschchen dann so mit 10%iger Lösung halt. Und ja, so homöopathisch halt. Tatsächlich hatte ich das jetzt auch schon mal bei Rückenschmerzen, dass ich das für meinen Mann geholt habe. Ist nicht schlecht. Der Handel mit CBD-Produkten, ein Milliardenmarkt. Der CBD-Markt ist tatsächlich ein richtiger Boommarkt gewesen in den letzten Jahren. Max will wissen, halten CBD-Produkte, was sie versprechen? Und was steckt hinter dem Trend? Max in Bensheim. Spätestens hier wird klar, wer CBD-Produkte kaufen will, muss nicht mehr in die Metropolen fahren. Selbst hier im beschaulichen Örtchen an der Bergstraße ist der Hype längst angekommen. Im grünen Gold bietet Ladeninhaber Jannik Bechtel seinen Kunden seit 2019 verschiedenste Produkte an. Sie alle enthalten Cannabis. Wir haben verschiedene CBD-Öle in Form von Mundölen. Wir haben einige Cremes, Hautcremes und Gesichtscremes. Wir haben verschiedene Teesorten und natürlich auch CBD-Blüten. Kostenpunkt für die Öle zwischen 50 und 150 €. Trendprodukt CBD beweist auch ein Blick auf die Hessenkarte. So ist die Anzahl der CBD-Läden in den vergangenen Jahren auf rund 40 angestiegen. Es gibt sie unter anderem in Fulda, Usingen, Marburg und Viernheim. Hinzu kommen unzählige Online-Shops. Sie alle verkaufen Produkte mit dem Wirkstoff Cannabidiol, kurz CBD. Nicht zu verwechseln mit dem bekannten Wirkstoff THC, der auch in Cannabis enthalten ist. CBD wirkt nicht berauschend. Gewonnen wird CBD von der Nutzhanfpflanze. Was aber sorgt für den Boom rund um die CBD-Produkte? CBD-Studien haben nachgewiesen, dass der Wirkstoff entzündungshemmend, entkrampfend und schmerzlindernd wirken soll. Die Kunden kommen speziell deswegen auch her, wegen Schlafproblemen, Rückenschmerzen oder Gelenkschmerzen, aber natürlich auch wegen Hautproblemen oder allgemein Stress. Es soll halt so ein bisschen entzündungshemmend wirken zum Beispiel, und es ist halt auch ganz gut, wenn man halt zum Beispiel so ein bisschen zur Ruhe kommen will abends oder so zum Schlafen gehen. Ja, gegen Allergie hauptsächlich und Schwellungen. Doch nicht alle springen auf den Zug der CBD-Produkte als Allheilmittel auf. Unbekannte Dinge, die noch nicht ausreichend erforscht sind, und all diese Dinge benutze ich nicht. Dann nehme ich diese Ibus 600, wenn es ganz schwierig wird. Und da komme ich gut mit aus, aber da brauche ich nicht diese Pflanze. Den Run auf CBD-Produkte als Wundermittel sieht auch Lea Lukas kritisch. Sie arbeitet für die Stiftung Warentest, die letztes Jahr eine Reihe an CBD-Produkten getestet hat. Wir können diese Produkte nicht empfehlen. Die Versprechen, die die Anbieter machen, sind so nicht belegt. Und es können eben auch wirklich gesundheitliche Risiken von den Produkten ausgehen, möglicherweise. Deswegen sagen wir ganz klar, also wer zum Beispiel unter Nervosität leidet, unter Depressionen, Schlafstörungen, Schmerzen, der sollte einfach einen anderen Weg einschlagen, im Zweifelsfall zum Arzt oder zur Ärztin gehen, sich mit zugelassenen Medikamenten oder anderen Therapieangeboten behandeln lassen, aber eben nicht auf eigene Faust mit solchen CBD-Produkten experimentieren. Neben der Wirkung ist auch die juristische Lage der CBD-Produkte umstritten. Ladenbesitzer wie Jannik Bechtel bewegen sich in einer rechtlichen Grauzone. Die Blüten dürfen nur als Dekoration verkauft werden, die Öle nur als Kosmetika. Davon die Produkte zu essen oder zu rauchen, muss offiziell abgeraten werden. Wir müssen uns natürlich immer an die rechtlichen Gegebenheiten, die aktuell herrschen, anpassen. Das heißt, wir haben in den letzten 3 Jahren sehr oft unsere Produkte ändern müssen oder den Beipackzettel ändern müssen, die Beschreibung, die Beschriftung, die draufsteht. Doch das alles tut dem Erfolg rund um die Produkte keinen Abbruch. Der Wirtschaftsfaktor CBD ist unumstritten, erzählt Jörg Funder. Er ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule Worms. Der CBD-Markt ist ein hochdynamischer Markt gewesen in den letzten Jahren, der sich immer weiterentwickelt hat und auch im Moment kaum Wachstumsgrenzen kennt. Cleveres Marketing, immer mehr Verkaufsflächen. 2 Gründe für den Erfolg. Wird der Umsatz mit CBD europaweit 2022 noch auf 3,1 Milliarden € geschätzt, sollen es bis 2024 sogar 3,5 Milliarden € sein.
Kurios, befeuert wird der CBD-Trend durch die mögliche Legalisierung von THC-haltigen und somit berauschenden Produkten. Die Spekulation auf eine Legalisierung von Cannabis, THC als berauschenden Stoff, das ist natürlich einer der Wachstumstreiber. Letztendlich ist es für die Unternehmen, die ausschließlich CBD oder Cannabis-Produkte verkaufen, natürlich auch eine Chance, sollte THC legalisiert werden, neben CBD-Produkten, die heute bereits frei verkäuflich sind, zukünftig möglicherweise auch THC-Produkte zu verkaufen. Der Laden von Jannik Bechtel wirft schon jetzt genug ab. Trotzdem würde auch er gerne bald berauschende THC-haltige Produkte in seine Regale einräumen. Natürlich wäre es mit THC ein Traum, je nachdem, in welcher Art und Weise es verkauft werden dürfte. Aber das war immer ein Wunsch und wir hoffen, dass es kommt. Wobei man jetzt in der Situation einfach bemerkt, dass seit dieser Information, dass es möglich wäre, ganz viele Leute auf den Zug aufspringen wollen, die sich die letzten 2, 3, 4 Jahre gar nicht getraut haben. Doch aktuell scheint sein Traum nicht Wirklichkeit zu werden. Denn aus der Politik heißt es, die Legalisierung sei mit dem EU-Recht nicht zu vereinen. Die grüne Pflanze wird es wohl weiterhin nur in nicht berauschender Form geben.